Michaela ist nicht nur gelernte Juristin, sondern sie schreibt vor allem sehr viel. Sie schreibt Kolumnen für das Berliner LGBT-Magazin für die Siegessäule und auch für den Tagesspiegel. Sie ist Kabarettistin, zum Beispiel mit einem Programm mit dem wunderschönen Titel „Eine eingefleischte vegane Domina zieht vom Leder". Also schon der Titel ist Gold wert. Und nicht zuletzt ist sie auch Keynote-Rednerin über Diversity-Themen. Oder, wie Michaela selbst auf ihrer Homepage sagt, sie ist eine Diva in Diversity. Michaela tritt auf Kleinkunstbühnen sowie im Fernsehen auf und sie bietet Trainings und Coachings an. Und dabei ist ihr Motto immer: Diversity ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. Sie ist kein Irrgarten, sondern ein Wir-Garten. Michaela, wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag. Er heißt Transition in Wort und Tat. Leadership, nicht Lippenbekenntnisse. Dankeschön, Dankeschön. Danke vielmals, grüezi miteinander. Servus, salve. Eins vorab, ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber in der Regel mit Herzblut. Ja, um an die Einleitung zu knüpfen, eigentlich bin ich eine gelernte Juristin. Mein Aktivismus artikuliert sich allerdings journalistisch und künstlerisch. Ich bin Kolumnistin der Siegessäule, wie erwähnt. Das ist ein Kulturheft und zugleich ein Kampfblatt der queeren Szene in Berlin. Ich schreibe auch für den Tagesspiegel. Ich erwähne das auch, weil der Tagesspiegel interessiert sich begrüßenswerterweise als Mainstream-Tageszeitung ebenfalls für das Wohl und Wehe der Regenbogen-Community. In meiner Eigenschaft als Kabarettistin spiele ich eine Domina, die für soziale Gerechtigkeit sorgt. Und in der Tat bin ich auch eingefleischt vegan, eine Erwähnung, die ich immer wieder durchpeitsche. Nun mit 58 Jahren bin ich nicht mehr die Jüngste. Wenn ich mich schminke, heißt es Denkmalpflege. Doch gerade deshalb bin ich darauf bedacht, die Erfahrungen aus meinem jahrzehntelangen Wandel durch die Genderrollen und durch die Geschichte überhaupt konstruktiv einzusetzen. Stichwort Intersektionalität. Meine Erlebnisse beispielsweise als Opfer rassistischer Diskriminierung, ich bin ja afroamerikanisch von der Abstammung her, meine Erfahrungen in dieser Hinsicht haben mich mit Erkenntnissen und auch mit Ansätzen gewappnet, die ich allzu bereit verwende, wenn es darauf ankommt, den Sexismus zu bekämpfen. So freut es mich sehr, beim Forum Trans Welcome mit dabei zu sein. Die Einladung nehme ich gerne an, und zwar mit meiner Bedingung, dass mein Referat ebenso feuilletonistisch wie fachlich sein darf. Transition in Wort und Tat. Leadership, nicht Lippenbekenntnisse. Mein Thema heute. Und wenn wir gerade über Veränderungen reden, sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass Führungsqualitäten und Handlungskompetenzen heutzutage mehr denn je vonnöten sind. Sowohl auf der Makroebene als auch in der Mikro, wo es auch zu erhitzten Auseinandersetzungen kommen kann. Allerdings bevorzuge ich Slow Food. Aber eben da müssen wir wohl auf derselben Wellenlänge kommunizieren. Wohl über das Quartal und über die Quarantäne hinaus. Zur Zeit dieser Aufzeichnung befinden wir uns am Anfang einer Pandemie. Die Betriebsräume sind passé, das Homeoffice ist en vogue. Ja, zu Hause arbeiten, das ist der dernier cri. Habe ich das richtig artikuliert? Dernier cri. Es wird übrigens immer erwartet, dass Transfrauen schon von Hause aus Französisch können. Auch ein Vorurteil. Immerhin steckt die Menschheit weltweit zwischen Schockstarre und Schutzmaßnahmen, zwischen Zugeständnissen, Zumutungen und Zoom. Es scheint, als ob Corona den Arbeitsplatz 4.0 relativ alt aussehen lassen könnte. In Anbetracht dessen mag es sein, dass Impulsvorträge über die Sensibilisierung des Arbeitsplatzes für Transpersonen
mehr oder minder wie Zukunftsmusik ertönen. Doch genau das brauchen wir. Beides sogar. Sowohl die Sensibilisierung als auch die Zukunftsmusik. Und dabei benötigen wir den richtigen Takt, um zur Geltung zu kommen. Bei der Sensibilisierung geht es per Definition ums Taktgefühl. Und Musik ohne Takt hat keine Zukunft. Natürlich kommt es auch auf den Ton an. Und wie man so schön sagt, der Ton macht die Musik. In eigener Sache bitte ich um Verständnis für meine heisere Stimme. Eigentlich habe ich in meinem Kabarettprogramm ein Lied namens Jubel, Trubel, Heiserkeit. Und in diesem Zustand befinde ich mich tatsächlich. Mein Covid-Testbefund ist negativ, also ein positiv, it's negative. Dafür habe ich jedoch eine schwere Bronchitis. Aber ich besitze den längeren Atem, freilich auch die tiefere Stimme. Als Transaktivistin rede ich sowieso ab immo pectore, nämlich aus dem Brustton tiefster Überzeugung. Und es klingt wie ein Ruf aus Silicon Valley, aber möge meine Botschaft hier Nachhall finden, egal in welcher Oktave. Soweit das Vorspiel. Mein Impulsreferat stellt 3 fundamentale Fragen. Zudem bietet es mit dem Konzept der 4 Is einen prägnanten Lösungsansatz bezüglich der Leadership-Problematik. Gleich vorab einige Themen, einige Aspekte, die Schlacher so bewegend und so fachmännisch erwähnt hat, waren auch in meinem Vortrag hier. Ich verzichte darauf zu wiederholen, aber ich schätze sehr, dass es für Schlacher ein Bedürfnis war, die Gewalt gegen Transpersonen zu erwähnen. Weltweit ist das ein Problem. Und auch die wirtschaftlichen Aspekte, also was die Personen betrifft, die sozioökonomischen Aspekte, von den unternehmenswirtschaftlichen Aspekten ganz zu schweigen. Und hier sage ich Leadership und ich spreche bewusst von der Leadership-Problematik. Denn es wird auf der Führungsetage oft genug vergessen, dass Leadership darin besteht, Veränderungen nicht zu versprechen, sondern Veränderungen zu verwirklichen. Erstens, wer sind wir? Zweitens, was wollen wir denn überhaupt? Und drittens, wie viel Vielfalt können sich Unternehmen noch leisten? Also wer sind wir? Wir sind Menschen. Als Transsexuelle bzw. Transidente, respektive Transpersonen, Transgender-Personen, wie auch immer man das beschreibt, egal, wir sind Menschen. Menschen mittendrin, inmitten des Lebens. Und buchstäblich inmitten des Buchstabensalates LGBTQ-AI. Ich weiß, es gibt verschiedene Variationen davon, plus etc. etc. Auf jeden Fall sind wir mittendrin. Innerhalb einer sexuellen Minderheit bilden wir also noch eine Minderheit. Schätzungsweise höchstens 0,6% der weltweiten Bevölkerung. Das nenne ich gerne Elite, aber mit inklusiven Art und Ansichten. Denn selbst wir sind mannigfaltig unterteilt. Wir existieren in vielen Facetten und machen etliche Phasen durch. Es gibt Prä-Op-Transsexuelle, also vor der geschlechtsangleichenden Operation. Ich mache meine Schere hier jetzt zur Seite. Es gibt Post-Op-Transsexuelle, wobei nicht alle Betroffenen den Begriff besonders mögen. Aber zuerst einmal zur Zuordnung sagen wir Post-Op. Es gibt auch welche, bei denen der ultimative chirurgische Eingriff nicht im Vordergrund oder sogar nicht am Horizont steht. Ob aus finanziellen oder medizinischen Gründen oder auch deshalb, weil der Mensch andere Präferenzen hat. Wir wollen auch nicht in Schubladen gesteckt werden. Wir wollen unser Leben
bestimmen. Das Durchschnittsalter beim sogenannten Geschlechtsrollenwechsel, ob operativ oder nicht, aber einfach, wenn es resultant, dass es der Betroffenen bewusst ist und er oder sie ab diesem Punkt sagt, jetzt lebe ich so. Dieses Durchschnittsalter liegt bei 38 Jahren. Manche fangen mit der Hormontherapie bereits mit 16 Jahren an. Andere machen sogar erst ab 60 Jahren überhaupt ihr Coming Out. Auch die Partnerkonstellationen sind nicht minder bunt. Beispielsweise gibt es Pärchen, die aus einer Transfrau und einem Transmann bestehen. Und auch umgekehrt. Wink, wink. Es kommt auch vor, dass eine Mann-zu-Frau-Person als Lesbe lebt, und zwar gemeinsam mit einer Cis-Frau. Zickenkrieg hoch 3. Das sagen übrigens die Betroffenen selbst. Breit gefächert ist die Trans-Community auch in sozioökonomischer Hinsicht. Gut situierte Promis und Politikerinnen zählen dazu, wie auch Prostituierte, die der Armut und der Alltagsgewalt tragischerweise nicht entkommen können. Aber egal in welcher Schicht wir uns befinden, obliegt es uns, aus der leidvollen Geschichte eine Zukunft leidenschaftlich zu gestalten. Es bleibt dabei ein Marathonlauf voller Hindernisse. Das sind wir aber gewohnt. Also, was wollen wir denn überhaupt? Kurz und bündig, wir Transpersonen wollen keine Sonderrechte, sondern Rechte. Ob als Prä-Op, Post-Op oder Non-Op wollen wir alle on top sein, was die Bestimmung über das eigene Leben betrifft. Denn es gilt, kontrolliere dein eigenes Schicksal, sonst wird jemand anderes es tun. Das sind wir uns als Community einig. Da sind wir uns einig. Uns eint vielmehr, dass wir mit dem Geschlecht identifizieren, das uns bei der Geburt nicht zugewiesen würde. So wollen wir auch, dass diese Aberkennung endlich anerkannt wird. Denn wir haben bekanntlich das Gefühl, im falschen Körper zu sein. Eine Metapher, die mit Verlaub wie die tief hängenden Früchte, also auch ein Sinnbild, gedanklich leicht von der Hand geht. So salopp diese Formulierung auch sein mag, ist sie kaum so herabwürdigend wie die jahrzehntelang geltende Klassifizierung ICD-10, wonach die Transsexualität als psychische Störung betrachtet würde. Who said that? Ja, genau. Who? WHO, die Weltgesundheitsorganisation. WHO, WHO, ausgerechnet. Mittlerweile spricht die neue Sprachregelung in ICD-11 von sozialgeschlechtlicher Nichtübereinstimmung. Immerhin, immer noch. Meines Erachtens wohnt auch diese euphemistischen Erwähnung der Inkongruenz eine tendenziöse Ausgrenzung inne. Denn nach wie vor wird die Ursache für das sogenannte gestörte Verhältnis in die Transperson selbst hineinprojiziert, wie hineingespritzt. So wird das und das ist eine Art Zwangsimpfung. Und ich bin nicht gegen Impfungen, aber das tut uns nicht wohl. So wird das mit den psychischen Störungen dann doch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Dieser Teufelskreis macht sich insbesondere am Arbeitsplatz bemerkbar. Eben da, wo man mehr als 1/3 des Tages verbringt. Mit Glück über ein halbes Leben lang. Aber nur mit Glück. Transpersonen kommen nicht immer in den Genuss eines harmonischen Betriebsklimas. Dabei möchten wir nicht, dass man uns tagtäglich den roten Teppich aufrollt. Wir sind aber nicht damit einverstanden, als Fußmatte gebraucht zu werden. Wir wollen ausgelastet sein, nicht ausgegrenzt.
So eben war ich darauf bedacht, euch für die Vielseitigkeit der Transsexualität zu sensibilisieren, als Unternehmer, als Personalerinnen, als Diversity Managerinnen, Gleichstellungsbeauftragte etc. Und auch als Mitarbeiterinnen, vielleicht auch als CIS-Mitarbeiterinnen, Kolleginnen. Wir möchten euch aber auch darauf aufmerksam machen, dass leider auch die Transfeindlichkeit viele Gesichter hat. Einige dieser Gesichter haben keine Hemmung, ihre hässlichen, ja hasserfüllten Antlitze zu zeigen. Anderen Gesichtern gelingt es sogar, die negativen Einstellungen zu verbergen. Bewusst sage ich Transfeindlichkeit, auch wenn der Begriff Transphobie sich allmählich etabliert hat. Denn die Bezeichnung Transphobie erweckt die leidlich verharmlosende Assoziation, dass eine Angststörung das hauptsächliche Merkmal dieser Diskriminierung sei. Zwar liegt die Angst diesem Phänomen zugrunde, wie überhaupt bei Hass und Missgunst etc., aber diese Angst artikuliert sich mit schädlicher, destruktiver Feindseligkeit. Am extremsten Ende des Spektrums gibt es, wie vorhin erwähnt, physische Gewalt gegen Transpersonen, Mord, Vergewaltigung. Und darüber spricht man in der Gesellschaft noch lange nicht genug. Ich bin sehr darauf bedacht, das ständig zu thematisieren, und zwar nicht nur zum Beispiel in Fernsehsendungen. Im letzten Jahr habe ich hier in Berlin Christopher Street Day im Fernsehen mitmoderiert. Über 1 Million Zuschauer, eine halbe Stunde lang dabei. Es war toll, aber es war nicht nur alles tralala, sondern Transfeindlichkeit habe ich auch thematisiert, überhaupt Queerfeindlichkeit natürlich auch. Aber es ist, das sollte nicht sozusagen so eine Sonntagsthematik sein. Auch nicht, wenn man sagt, okay, ihr habt Christopher Street Day, Gay Pride, ihr habt Tidor, also Transgender Day of Remembrance, und ansonsten denkt man gar nicht darüber nach. Aber tagtäglich werden auf diesem Planeten transsexuelle Menschen vergewaltigt, geschlagen, fast tagtäglich ermordet. So ist es ein Thema. Aber neben Mord und Vergewaltigung gibt es auch Mobbing und Verleumdung, also psychische Gewalt. So erwarten wir von euch Unternehmerinnen und Managerinnen, dass ihr die Feindseligkeiten dieser seelischen Verletzungen führen, nicht verharmlosen oder auch nicht kleinreden, so nach dem Motto, tja, wenn der Kollege X dich aufgrund deiner Transsexualität beschimpft, ist es leider Meinungsfreiheit, wie wir so schön sagen im BDSM Sadomaso Club, uns sind die Hände gebunden. Aber hier ist es falsch. Es ist nicht Meinungsfreiheit. Und das sollten Unternehmer und ihre Managerinnen, ihre Vertreterinnen durchaus wissen. Die Belegschaft überhaupt soll es wissen. Verleumdung, Beleidigung, Belästigung sind mitnichten durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Und wenn ihr das jetzt nicht wisst, dann gibt es zahlreiche Online-User der Gattung Shitstormer, die gerne darauf hinweisen würden, zusätzlich zu den traditionellen Arten. Aber es gibt auch Arten der Belästigung und Betriebsklimastörung, die auf eine grobe und doch irgendwie gewiefte Weise artikuliert werden. Also diejenigen, die das betreiben, also die transfeindliche Handlungen am Arbeitsplatz betreiben, viele von ihnen wissen, wie sie das gerade noch unter dem Radar machen, damit es doch nicht den Tatbestand einer Beleidigung oder Verleumdung erfüllt.
bitte begreifen, dass es auch da sehr wichtig ist, zu handeln, um die Beschwerden der Transpersonen ernst zu nehmen. Aus menschlichen Gründen sowieso, aber selbstverständlich aus unternehmerischen Gründen, weil das früher oder später auffliegen wird. Und heutzutage, ja, kommen die Sachen ziemlich schnell in die Schlagzeile, sozusagen. Und überhaupt möchte ich euch dafür sensibilisieren, dass Transphobie als Begriff, Angst noch einmal, dass das annimmt, dass Cis-Menschen die einzig akzeptive Norm bilden, während Trans-Menschen in ihrer Abweichung von der Cis-Normativität gewissermaßen anormal sind, abartig sind. So plädiere ich dafür durchaus, dass wir das wirklich beim Namen nennen. Es ist Transfeindlichkeit. Okay, und auch angesprochen wurde in der Frageanschlag, fand ich sehr interessant, weil ich auch da etwas zu sagen habe. So, es macht meine Präsentation hier etwas kürzer, gegebenenfalls mehr Zeit für Fragen. Aber es ist auch die interne Ausgrenzung, und das ist nichts anderes als Exklusion. Das ist auch ein Problem, dass man sagt, ja, du bist herzlich willkommen hier. Ne? Also interne Ausgrenzung ist etwas, einerseits kann es ja, sich so auswirken, dass Mitarbeiterinnen ignoriert und irgendwo nach hinten verschoben und versteckt werden. Oder es kann auch so sein, dass Mitarbeiterinnen gewissermaßen in die Vitrine versetzt werden, und zwar aus Schaufensterpuppen, aber ohne Verantwortungsbereiche. Und gerade das wurde angesprochen, und das ist durchaus ein Thema. Auch das ist etwas, das an der Grenze geht gerade. Es ist auch bei ethnischen Minderheiten und überhaupt bei Cis-Frauen auch ein Thema. Man will gerne ein paar Schaufensterpuppen haben, die nach außen zeigen, ach, alles hier sei Palette. Das kann auf Dauer nicht erfolgreich sein. Schlussendlich auch auf dieser Liste hier, auf diesem Wunschzettel, wollen wir auch nicht als Problemkind gelten. Nein, am Arbeitsplatz können wir sogar Teil der Lösung sein. Ideale Ansprecherinnen. Von mir selbst kann ich sagen zum Beispiel, dass ich das Leben von beiden Seiten aus kenne. Und von beiden Seiten aus weiß ich, wo der Schuh drückt. Vor allem bei Stilettos. Man muss nicht immer auf Pump legen, Frau auch nicht. Aber es geht um Absatzmärkte und es geht um Umsätze. Und es ist wichtig zu wissen, wir wollen mit beteiligt sein am Erfolg des Unternehmens, ob mit Aktien oder nicht, aber überhaupt, wir wollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein. Und wir wollen nicht ständig in einer heteronormativ geprägten Welt unsere Positionen permanent aushandeln müssen, uns permanent aufgrund unserer sexuellen Identität behaupten müssen und uns nicht ständig mit diesen Fragen und mit möglichen Vermeidungsstrategien beschäftigen. Okay, so. Wie viel Vielfalt kann sich ein Unternehmen überhaupt leisten? Die Frage ist gerechtfertigt. Derselben Frage wohnt zugleich eine gewisse Geringschätzung inne, nicht wahr? Was für eine Frechheit zu fragen. Unternehmen sind da, um Profite zu machen. Das sagt man gesagt, und das stimmt. Profite, nicht Probleme. Genauso wie man beim Inventar Bestandsaufnahme macht, das soll die Inventur, müsste man es auch bei der Belegschaft machen. Nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei den Personen, die das Unternehmen bilden. Um festzustellen, was für Potenziale es da gibt. Transpersonen sind nicht nur
Transpersonen, ja, beruflich Transperson, fertig. Nein, wir haben unterschiedliche Lebenserfahrungen, die wir gerne zur Geltung lassen können möchten. Und das möchte ich betonen. Ja? Hallo? Darf ich dich bitten, so langsam zum Schluss zu kommen? Aber sehr gerne. Damit wir noch Zeit für Fragen haben. Okay, alles klar. Ich bleibe einfach schon mal auf der Bühne. Okay. So Diversity Management, um zu gelingen. Da muss es beim Diversity Management nicht um das Gütesiegel gehen, sondern auch um das gute Ziel. Das muss man anstreben und durchsetzen. Und da schließe ich mit den 4 E's, also mit den 4 E's. Zum einen Empirie. Man muss sich mit den Fakten aussetzen, in Firmen auch wie mit den Zahlen. Zweitens Empfangsbereitschaft. Man muss dafür offen sein, mit uns zu kommunizieren. Empathie. Drittens, ohne emotionale Intelligenz geht es nicht. Also man muss nicht nur Termine mit uns machen, zu fragen, wie es uns geht. Man muss Regung zeigen. Und viertens, Emphase. Sich durchsetzen, bei der Belegschaft, unsere Seite stehen, damit wir mit der Firma, mit dem Unternehmen gemeinsam nach vorne gehen können. Schluss, Ende, aus.